Terroranschläge, Raubüberfälle, Entführungen. Von Überlandfahrten im ganzen Land wird abgeraten. Seit Beginn unserer Reise von Deutschland nach Südafrika war uns klar, dass Nigeria anders ist als alle anderen Länder auf unserer Route. Politische und wirtschaftliche Krisen sorgen für Spannungen im Land, die immer wieder in Gewalt gipfeln. Wir wollen unsere Reise trotzdem fortsetzen. Und einen Weg um Nigeria herum gibt es für uns nicht. Nach vielen Tagen der Recherche, Austausch mit anderen Reisenden und Kontakten, die aktuell in Nigeria leben, sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir das Land durchqueren wollen. Um das Risiko deutlich zu minimieren, gibt es aber ein paar wichtige Regeln, an die wir uns halten müssen. Erstens, kein Wildcampen. Wir werden nur auf gesichertem Gelände übernachten, wie zum Beispiel Hotelparkplätzen. Zweitens, wir folgen einer vorher geplanten Route, um Risikogebiete so gut es geht zu umfahren. Auch wenn sich das nicht komplett verhindern lässt, gibt es trotzdem Gebiete, in die wir auf gar keinen Fall fahren sollten. Drittens, wir fahren nicht in der Dunkelheit. Das Risiko für Zwischenfälle ist in der Nacht noch viel größer. Viertens, wir fahren nicht alleine. Aus diesem Grund tun wir uns mit Nadja und Julian zusammen, die mit ihrem Land Rover Defender genau die gleiche Tour machen. Wenn wir uns an diese Regeln halten und unsere Autos mitmachen, sollten wir Nigeria in einer Woche wieder verlassen. Aber unsere Kupplung ist kaputt. Oh, es ist richtig scheiße. Ich glaube, die Kupplung ist am Arsch. Scheiße. Oh mein Gott. Nach 2 Wochen verlassen wir jetzt unseren Stellplatz am Strand. Es hat uns richtig gut gefallen da. Es war ungefähr eine halbe Stunde außerhalb von Cotonou und einfach die perfekte Base, um von da alle Organisierungen und so weiter zu erledigen. Ja, aber es wird Zeit, weiterzufahren. Ich bin fast ein bisschen traurig. Ich habe mich da schon ein bisschen zu Hause gefühlt. Aber jetzt kommt ein ganz spannender Abschnitt und es muss ja irgendwann mal weitergehen. Ein letztes Mal tanken, alles vollhauen. In Nigeria ist Diesel knapp. Hallo Team. Hello. Okay, wir haben jetzt nochmal alle Tanks aufgefüllt, Wasser, Diesel, alles. Und jetzt brauchen wir noch Gas, das ist nämlich auch leer. So, wir tauschen jetzt gerade hier am Straßenrand noch Sefa gegen Naira, die nigerianische Währung, damit wir ein bisschen was haben, wenn wir ins Land reinfahren. Der Kurs ist nicht ganz so gut, aber Bargeld ist wirklich essential auf dieser Reise. Und es ist immer doof, in ein Land reinzufahren, wenn man gar nichts von der Währung da hat, weil man dann nämlich auch keine SIM-Karten und nichts organisieren kann. Deshalb hat man das jetzt auch erledigt. Während Zoe gerade immer noch in der Autoversicherung hockt seit Stunden und versucht, uns eine neue Versicherung zu organisieren, habe ich neues Gas besorgt, das ist nämlich auch all, und jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut vorbereitet. Oder, Lotti? Uiuiuiui, das ist schon wieder heiß. So nett hier. Ja, dann lass doch noch ein Stück da so runter, dass wir weg von der Straße sind. Passt ganz gut, hier kann man auch wieder anfahren, ganz gut wegen der Wiese. Okay, sieht auf jeden Fall mega schön aus. Yay! Voll der geile Platz eigentlich, ja. Okay, cheers auf die Zeit in Nigeria. Cheers auf Nigeria. Auf eine gute Abenteuerreise. Yes. Cheers. Cheers. Check, check. Seid ihr bereit für Nigeria? Nein, aber
aber lass trotzdem fahren. Okay, let's go. Nigeria, willkommen. Let's go! Let's go. Guten Morgen! Wir sind auf dem Weg nach Nigeria. Wir sind auf dem Weg zur Grenze und haben nur noch 5 Minuten. Das ist jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich ein bisschen nervös bin. Aber irgendwie fühlt es sich gerade so ein bisschen nach Reisen wieder an. Nach Abenteuern. Ja, ich meine, wir wissen auf was wir uns einlassen, dass dieses Land gefährlicher ist als die anderen. Das ist auch eine Hürde, aber es ist halt irgendwie, weiß nicht, Adrenalinkick ein bisschen, glaube ich. Oh Mann. Es ist das erste Mal, dass wir jetzt in einem Land sind, wo wir wirklich halt auch durch so, ja, wo es so richtige No-Go-Areas gibt, wo wir halt auch durch müssen. Bis jetzt war es immer in Ghana, in Togo, in Benin, im Norden sollte man sich auch nicht aufhalten in den Grenzgebieten. Und da waren wir auch nie, weil wir da auch nie hin mussten. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr darauf. Wir haben uns jetzt echt lange darauf vorbereitet und wir sind gut vorbereitet, würde ich sagen. Wir sind zu viert. Es wird schon schief gehen. Here we go. Ich bin auch ein bisschen nervös. Holt eure Pässe raus und das E-Visum, das müsst ihr dem Typ hier vorzeigen. So, jetzt geht's los. Okay, are you ready? Ja. Okay Leute, welcome to Nigeria! We made it! Nice, Und check wir out. werden mit schönem bewölkten Himmel begrüßt. Nice. Jetzt geht's nach Lagos. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit an der Grenze verbracht, aber wir hatten trotzdem keine Probleme und eigentlich auch keine wirklichen Diskussionen. Es war einfach nur ein bisschen sehr gemütlich. Aber wir haben es jetzt mal wieder geschafft, ohne Vorfälle rüberzukommen. Nice. We're in Nigeria, Nata. Anything for your friend? No. No. Talk alone. We didn't know we would meet you here. My friend is here. You are my friend now. What's your name, Next my time friend? you bring us So some. sad. Sorry? Friday. On Friday. Yes. Okay. Yes. Yeah. Next time when we see you, we bring you something, okay? I'm here. All right. See you again. Thank you. Love you people. I love you too. Bye. Thank you. Nigeria empfängt uns mit Regen. Auf einmal fängt sie an zu stürmen und zu schütten. Vielleicht haben wir deswegen weniger Polizeikontrollen. In einem Dreivierteljahr hätte ich, glaube ich, wäre das noch so, wenn man die ganze Zeit so schwer bewaffnete Polizei und Militär sieht, dann wäre ich noch eingeschüchtert gewesen und mittlerweile ist es halt so, ja okay, steht ja dann mit einer dicken Wumme. Ist irgendwie so normal geworden. Morning, sir. How are you? Good. Erster Eindruck von Nigeria nach den ersten paar Minuten. Es gibt sehr viele Polizeikontrollen. Das wussten wir vorher schon. Aber die sehen auch irgendwie ein bisschen anders aus. Das sind immer so kleine Holzunterstände. Und teilweise sind da bewaffnete und uniformierte Polizisten drin. Und teilweise sind aber auch irgendwelche Leute drin. Und die halten einen aber auch an. Und es ist irgendwie sehr schwer zu unterscheiden oder so rauszufinden, wer ist jetzt wirklich Polizei und wer nicht. Und wem sollten wir lieber nicht unsere Pässe geben und wem schon? Naja, so far so good. Welcome to Lagos. Hey, First impression? es ist voll heiß. Good afternoon. Hello. Hi. How are you? Thank you. Thank you very much. All right. Thank you. Aha. Nice. Schön. Wir sind angekommen in Lagos und zwar
auf einem Grundstück von einer Familie aus Deutschland, die uns netterweise angeboten haben, dass wir hier übernachten können, auf einem sicheren Ort. Und ja, ich bin froh. Hey Team! Hallo! Na, wie war's? Bis auf die Brücke war gut eigentlich. Besser als erwartet. Und vor allem ist hier total schön. Ja, krass, ne? Aber schon ein bisschen crazy. Komm mal schnell durch. Ja, wir sind ganz gut durchgekommen. Hallo, Christine. Nadja, hi. Christine. Zoe, hi. Tag 3 in Nigeria. Krass, ne? Und Tag 2 on the road. Heute geht's wieder raus aus Lagos. Wir waren jetzt das Wochenende über hier, haben hier einen kleinen Stopp gemacht, haben uns ein bisschen erholt, haben aber auch ein paar Sachen unternommen. Das war ziemlich cool. Wir wurden total herzlich aufgenommen und das war jetzt echt ein schöner Anfang, schöner Beginn dieser Reise durch das Land. Und jetzt wird's hart. Jetzt geht's richtig los. Wir kämpfen uns jetzt einmal durch Nigeria. Hoffentlich kämpfen wir nicht tatsächlich. Dass es hier richtig viel gibt in Lagos, sind T3s. Von Lagos bis zur Grenze nach Kamerun haben wir ungefähr 1200 Kilometer vor uns. Und die werden wir uns in kleine Etappen aufteilen, damit wir jeden Tag ein paar hundert Kilometer fahren. Nicht zu viel, damit wir immer auf jeden Fall im Hellen ankommen. Und haben uns auf der Strecke einige Hotels rausgesucht, an denen wir übernachten können. Nicht in der Höhle? Liegst du lieber am Gang? Es ist 16 Uhr. Pünktlich zum Nachmittagskaffee haben wir es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die erste Etappe hinter uns gebracht. Das waren jetzt, glaube ich, knapp 200 Kilometer und wir sind richtig gut durchgekommen. Und jetzt stehen wir hier auf einem Parkplatz von einem Hotel. Das ist eingemauert und da ist Stacheldraht drauf und hier gibt es, denke ich mal, auch Security. Aber es ist noch nicht Feierabend für heute. Es gibt nämlich ein kleines Autoproblemchen. Nicht bei uns diesmal, sondern hier. Nadja, was los? Wir bremsen nicht mehr. Ja. Wir wollten ja eigentlich ohne zu bremsen durch Nigeria fahren, aber jetzt bremsen wir fast gar nicht mehr. Fühlt sich wieder normal an. Aber hier Merlin, der alte Mechaniker, hat es natürlich wieder Wird das gefixt. was, Merlin? Müssen wir sie nicht zurücklassen hier? Nein. Okay. Ja, warten wir mal bis morgen. Ja. Es ist übrigens heiß. Sehr heiß. Aber wenn die Sonne bald hinter dieser Mauer verschwindet, dann wird es hoffentlich wieder besser. Wobei wahrscheinlich wird... Oh! Ich bin in dieses Gitter getreten. Ja. Du wolltest doch nur wieder einen coolen Shot. Ja, hier ist so, einmal kann man hier so voll rein. Ja, ich hab's auf Kamera. Auf den ersten Tag? Nee, dritten Tag? Wie lange sind wir schon Auf unterwegs? den ersten harten Tag. Den ersten. Aber so hart war er gar nicht. Du weißt, also mein Tag war hart, wenn du neben Julian gesessen hast, dass die Bremse nicht funktioniert hat. Cheers. Cheers. Auf weitere gute Tage. So wird wahrscheinlich jetzt unser Leben aussehen die nächsten Tage. Morgens aufstehen, fahren, an einem Hotel ankommen und hier auf einem geschützten Bereich uns dann den Abend aufhalten. Aber es gibt in der Regel kaltes Bier, wenn man an einem Hotel steht. Also es gibt Schlimmeres. Und wir sind ja in bester Gesellschaft. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Jackery für das Sponsoren dieses Videos. Unser Jackery Explorer 500 begleitet uns mittlerweile schon seit 2 Jahren und kommt wirklich regelmäßig in Einsatz.
Gerade in unserem kleinen Bus, wo Strom doch immer mal wieder knapp ist, hat dann schon das ein oder andere Mal gerettet und hat dafür gesorgt, dass wir unser Video doch noch rechtzeitig fertig bekommen haben. Der Jackery ist eine mobile Powerstation, mit der wir sowohl über 230 Volt, 12 Volt und USB laden können. Somit können wir alle unsere Geräte an Bord versorgen. Jackery hat viele verschiedene Powerstations im Angebot für jeden Bedarf. Für uns reicht der Explorer 500 vollkommen aus. Es gibt aber auch noch deutlich größere Akkuboxen, wie jetzt zum Beispiel den neuen Solargenerator 2000 Plus. Der hat noch mehr Leistung und noch mehr Akkukapazität. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal im Link unten in der Beschreibung nach. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, im Amazon-Shop von Jackery mal vorbeizuschauen. Dort gibt es nämlich bis zu 35% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Das Ganze geht bis Juli. Okay, Tag 4. Und wir sind wieder wach. Ausgeschlafen weiß ich nicht, aber wach. Machen jetzt schnell Kaffee und dann geht's weiter. Bevor wir weiterfahren, müssen wir uns noch mit einem kleinen Problem beschäftigen. Unsere Hupe geht schon wieder nicht. Wenn ich hier rausmache, dann geht's. Ich glaube, nach dem Motor ist die Hupe das meist von mir am meist rumgeschraubte Teil in diesem Bus. Kann weitergehen, we're good to go. Wir machen mal kurz ein bisschen Straßenrand-Shopping. Hier sind häufig so Stände aufgebaut. Das hat man jetzt eigentlich in vielen Ländern, ne? Dass immer am Straßenrand sind so Obstständchen. Dann kann man anhalten, direkt daneben und dann aus dem Fenster raus ein bisschen was kaufen. Das kommt uns hier jetzt auch sehr entgegen, weil wir jetzt in Nigeria eigentlich ungern in Städten anhalten und dann über den Markt laufen wollen. Das sollten wir hier eher vermeiden. Und so können wir uns jetzt einmal mit schön frischem Obst eindecken und dann weiterfahren. Banane? Thank you. Hier wird doch immer Essen am Straßenrand verkauft. Ich dachte, das wäre gebratene Cassava, aber sie meinte, es ist Yam. Wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach Diesel. Wir haben schon gehört, dass der teilweise knapp sein soll. Wir haben jetzt noch einen halben Tank und alle Ersatzkanister voll, aber wir wollen jetzt einfach mal die Chance nutzen, bei der nächsten Tankstelle oder bei den nächsten Nachfragen. Hi, how are you? Do you have diesel? You do? Yes. Ah, perfekt, okay. Das ist eigentlich wieder recht entspannt, gell? Ja, also, auf die Straßen. Ja, bis jetzt bin ich irgendwie eher positiv überrascht, muss ich sagen. voll. Ich weiß gar nicht, hatten wir außer jetzt in der Elfenbeinküste überhaupt mal so gute Straßen wie hier? Ich kann mich nicht erinnern, nein. Tja, aber wir machen noch echt guten Fortschritt. Das ist schon nice. Ich sag's euch, Nigeria wird noch unser Lieblingsland. Wir bleiben hier am Ende noch. Wenn jetzt nicht so immer dieser Gedanke im Kopf wäre, ja, es ist eigentlich, wir sollten kein Risiko eingehen, wir sollten uns möglichst nicht so viel außerhalb des Autos bewegen, dann hätte ich auch total Lust, hier so über die Märkte zu laufen und irgendwie halt hier so ein bisschen mich umzuschauen, weil die Menschen so freundlich sind und man halt so komplett dieses, also ich weiß auch nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe irgendwie vielleicht gedacht, dass man sich auch so unsicher fühlt und das irgendwie so, weiß ich nicht, also, aber es ist halt gar nicht so. Okay, frisch getankt, rollen wir wieder vom Hof, wir sind ready. Kleiner Verzögerung. Also bis jetzt sieht es so aus, als wäre Tanken das kleinere Problem, sondern eher das, dass wir nicht genug Bargeld haben. Wir haben nämlich extra, als wir da in Lagos bei der Familie waren, hat Christine uns gesagt, dass man eigentlich überall mit Karte zahlen kann. Und es ist auch wirklich, man kann wirklich an vielen kleinen Shops mit Karte zahlen. Aber das Problem könnte natürlich sein, dass unsere europäische Karten nicht überall genommen werden. Und wir haben deswegen auch nicht mehr so viel Bargeld getauscht, weil wir dachten, ja komm, wir zahlen einfach alles mit Karte. Weil Naira ist jetzt auch nicht die beste Währung. Also wenn wir erstmal Nigeria wieder verlassen, dann können wir mit diesem Naira auch nichts mehr anfangen. Genau, aber mal sehen. Jetzt sind wir erstmal wieder voll. Sorry? Money. You want money? Yes. But why? Money. Money for what? To buy card. You want to buy what? Recharge card. I can give you a banana if you want. Yes, we'll make call with our gas. Do you want a banana? Yes. Yes? Okay. No. No? Leave it. Leave Where's it? money? I'm sorry, we don't have any money, sir. We just came here. Where's Ogade back? What? Is it the master? The master? Master? I don't know what you mean. You don't know what I mean? No, I'm sorry. Which language are you? German, we speak German. Das war jetzt der Erste, der Geld wollte, oder? Aber meistens lassen die sich schon recht leicht abspeisen, wenn man dann sagt, nee, geht nicht, haben wir nicht oder so.
euch. Wie bitte? Aber unsere Kupplung ist kaputt. Wir können nicht weiterfahren gerade. Scheiße, okay. Ihr kommt gar nicht vorwärts. Dann kommen wir zurück. Ja. Shit. Wollt ihr hier an den Rand rollen? Dann rollt mal kurz hier an den Rand, wenn es es geht. ist richtig scheiße. Ich glaube, die Kupplung ist am Arsch wieder. Aber wir könnten ihn hier so einmal ranschieben. Ja. Und eigentlich unsere Regel und alle Empfehlungen sind, dass man in einer Scheißstadt nicht anhalten sollte. Wir schleppen euch bis ins nächste Hotel. Das ist ja nicht mehr weit. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier auf der Straße und so das Auto legen sollten. Oh nein. Das kann doch jetzt nicht sein. Wir haben gerade noch, vor einer Minute haben wir noch über Funk miteinander diskutiert, ob wir jetzt zum nächsten Hotel fahren, was 20 Minuten ist von hier, oder ob wir jetzt noch 3 Stunden weiterfahren, weil es erst 14 Uhr ist. Machen wir das einfach über einen Anhängerkupplung. Wie gesagt, du musst wahrscheinlich dauerhaft so ein bisschen auf der Bremse stehen, dass du auch nicht zu nahe kommst und so, aber wir sagen dir dann immer rechtzeitig, soweit wir es voraussehen können, wann wir bremsen und so weiter. Aber wir machen langsam. The adventure we didn't need. Ja, Alter. Jetzt sind wir so ultimativ auf dem Präsentierteller. Wenn uns jetzt jemand überfallen will, dann hat er ein sehr leichtes Spiel. Go Bilbo, go! Tapferer Junge! Du bist echt ein starkes Arbeitstier. Go, 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 go! I wanna jinx anything. Aber an alle, die meinten, der Defender wäre das beste Auto für diese Reise. Wir haben bis jetzt keine Person mit Defender getroffen, die nicht schon mindestens 3 Breakdowns hatte. Und wir hatten noch gar nichts, wenn man mal diesen neuen Motor absieht. Es geht bergab, bremsen. Scheiße. 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 Also ich weiß ja nicht, aber Oh mein Gott. Ist das hier normal? Ach, da drin liegt irgendwas Verschmortes. Alter, what the fuck, what the fuck. Wir haben sie gerade weiter abgeschleppt und dann ist einfach während der Fahrt der Reifen abgefallen. Das Abschleppseil ist durchgerissen und der Wagen liegt jetzt quasi vorne auf dem, was auch immer, der Bremse, oder was ist das? Ja, und der bewegt sich jetzt hier keinen Zentimeter mehr weg. Und dann müssen wir jetzt mal jemand, also nee, ernsthaft, dann was machen? Das ist einfach richtig scheiße. Wir stehen hier mitten auf der Straße. Das Auto kann natürlich jetzt keinen Zentimeter bewegt werden. Wir brauchen einen Abschleppwagen. Ich habe aber ehrlich gesagt in Nigeria und auch in den Ländern vorher noch keinen einzigen Abschleppwagen gesehen. Meistens werden die Autos hinterhergezogen und nicht auf einen Wagen draufgefahren und abgeschleppt. Wir haben gefragt, ob es hier Abschleppwagen gibt. Die Leute, die wir gefragt haben, meinten nein. Und jetzt erregen wir ganz viel Aufmerksamkeit. Hier kommen die ganze Zeit Leute her und wollen helfen, aber halt auf so eine komische Art. Nicht so, wie wir das bis jetzt erlebt haben, so sehr hilfsbereit und selbstlos, sondern halt you need help, give me money. So nach dem Motto. Was ich jetzt gar nicht unbedingt kritisieren will, aber was es gerade die Situation nicht einfacher macht. Und es ist halt auch schon 16 Uhr. Wir haben 12 Kilometer bis zu dem Hotel, wo wir eigentlich hinfahren wollten. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir jetzt machen. So, was können wir jetzt in diesen 3 Stunden, in denen es noch hell ist, überhaupt schaffen? Und dann müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden. Es ist richtig scheiße. Wir müssen das Auto jetzt obviously hier stehen lassen. Und also wir ziehen schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf uns, seitdem wir hier stehen. Und wir sind uns sehr sicher, dass wir das Auto hier nicht unbewacht stehen lassen können. Und jetzt versuchen wir, jemanden zu finden,
dem wir irgendwie vertrauen können, dem wir Geld geben können, dass diese Person heute Nacht aufs Auto aufpasst. Jetzt stehen hier aber irgendwie 5 Leute, die alle sagen, dass sie aufs Auto aufpassen oder so, und die schreien sich gegenseitig an. Ich weiß nicht, ob das die normale Art der Kommunikation ist oder ob die sich jetzt darum zoffen, und das ist extrem unchillig. Eine der Probleme, von denen wir immer wieder gehört haben, ist halt, dass die Stimmung in diesem Land hier einfach extrem aufgeheizt ist, und das ist eigentlich gerade auch, was halt so unangenehm ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass hier jederzeit irgendwie richtig eskalieren kann, und das ist auch scheiße. Das ist echt das beschissenste Land, um liegen zu bleiben. Wenn wir jetzt in Guinea wären, ich glaube, wir hätten jetzt einen schönen Abend hier im Dorf. Die Situation hier gerade ist sehr, sehr komisch. Ja. Da ist ein Neuer dazugekommen, der natürlich sagt, er will helfen, ne? Aber er ist super strange. Er sagt auch, wir können die Securities von hier nicht nehmen, wir bräuchten Erlaubnis von der Regierung, er könnte das machen. Er hat den anderen auch mega böse angeguckt. Ich habe das Gefühl, dass hier gerade ein bisschen Spannung in der Luft ist. Und ich will mich da auch ehrlich gesagt nicht einmischen, aber irgendwas muss passieren. Das Problem ist, sie fühlen sich richtig angegriffen dadurch auch, dass wir gerade die Security anzweifeln. Aber ihr zweifelt doch gar nicht die Security. Doch, die sind total, der sagt mir die ganze Zeit, warum wir überhaupt noch diskutieren, dass wir das nicht anzweifeln dürfen, dass die hier safe ist, und ich befürchte... Aber machen wir doch gar nicht, haben wir noch gesagt, wir geben den 2000 und die haben es abgelehnt. Genau, aber wenn wir jetzt das Zeug, ja, weil sie jetzt 30.000 haben wollen, und ich schreibe jetzt, dass wir das Auto über Nacht lassen wollen, dass ich aber gerade ein bisschen Angst habe, weil sich irgendwie alle streiten will. Ja. Der Kerl ist auch gar nicht von hier anscheinend, der kam mit dem Roller hier an. Okay, wer hat den geholt? Niemand hat den geholt, ich glaube, der hat einfach nur eine Chance gesehen. Ja. Und er hat sich halt hier eingemischt, und er hat auch zu dem Kerl, der jetzt, glaube ich, ganz hinten steht, gerade der eigentlich den Security spielen sollte, hat er gesagt, nee, du machst gar nichts. Ich mach's gleich, ich fahren erstmal gerade aus. Okay, dann einsteigen. Hey. Let's go! Bye bye! Okay. Thank you. Bye bye. Have a good evening. Diese Art von Schaden, wo man nicht mehr vorankommt, hätte es keinen schlimmeren Ort auf dieser kompletten Route geben können als hier. Das stimmt. Jetzt haben wir das Auto zurückgelassen, hoffentlich sicher, und fahren jetzt zu einem Hotel, wo wir wieder sicher hinter Mauern und hoffentlich mit Security schlafen können, und überlegen uns mal, wo wir Teile herbekommen und welche Teile und wie. Und wie wir das Auto da vor der Straße kriegen. Das ist die erste Priorität. Wir müssen irgendwie wieder ein Rad an dieses Auto dran bekommen, dass wir das da wegbewegen können. That village, before you start this, There's a tow truck. Gerade nochmal aufgebrochen, und weil die uns an dem Hotel, wo wir gerade waren, gesagt haben, dass sie jetzt mit uns einen Towtruck, also ein Abschleppauto suchen, und jetzt stehen wir hier in so einem Dorf und diskutieren wiederum mit dem Typ, und der will erstmal 160 € haben für 10 Kilometer abschleppen, und jetzt müssen wir überhaupt erst mal mit dem rausfinden, ob das Auto überhaupt den abschleppen kann, weil wir ein Auto brauchen, was den Defender vorne hochhebt, und jetzt versuchen wir den noch runterzuhandeln und irgendwie eine Solution zu finden. Was wird das jetzt? Naja, wir sollen ja eigentlich nicht im Dunkeln fahren. Das ist halt nicht so geil. Und ich denke, wir haben ja diese Effektlampe, und die kann halt so ein Polizeilicht, wie die hier auch immer haben. Jetzt lege ich das einfach vorne rein und hoffe halt, dass es ein bisschen Eindruck macht. Guten Morgen! Wir haben richtig lang geschlafen. Wir waren auch irgendwie erst um 1:30 im Bett. Wir mussten gestern diesen Tag noch mit 1-2 Bierchen verarbeiten. Aber ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Es ist wieder ein bisschen kälter hier. Wir haben nachts 24 Grad. Das ist schon mal deutlich angenehmer als 30 Grad nachts.
Und ja, es war einfach sehr, sehr anstrengend gestern. Ich glaube, das hat uns allen in den Knochen gesessen. Ja, aber heute ist ein neuer Tag. Die anderen beiden sind noch in ihrem Hotelzimmer. Die können natürlich jetzt nicht im Auto schlafen erstmal. Und werden jetzt heute mal einen Plan machen und mal überlegen, wie es jetzt weitergeht. Weil, ja, also so schnell werden wir jetzt hier nicht weiterfahren. Das Auto ist nämlich ziemlich kaputt. Naja. Erstmal Gassi, Lotti, oder? Moin. Ja. So, das ist unsere Bleibe. Ein Hotel irgendwo im mittleren südlichen Teil von Nigeria. Ja, hier ist sehr, sehr, sehr viel Platz. Das ist so eine große eingezäunte Betonplatz. Hier ist ein Zaun drumherum und vor der Tür sitzt ein Typ mit einer Gewehr, mit einer Schrotflinte. Ja. Passt schon. Na komm, und los. Hier wird jetzt versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Wir haben jetzt hier alle Reparaturleitfaden und Teilekataloge und alles Mögliche rausgesucht. Und jetzt müssen wir halt überlegen, was wir jetzt machen. Das ist ein sehr großer Berg, der vor uns liegt. Den müssen wir jetzt irgendwie tackeln. Ready. Ready for what? Den Schaden anzugucken. Na dann. Na dann. Der Defender hat 3 große Probleme. Erstens, die Bremse muss entlüftet werden, damit sie wieder funktioniert. Zweitens, auch die Kupplung muss entlüftet werden. Das ist zumindest das Best-Case-Szenario. Das dritte und größte Problem ist das Radlager, das sich komplett zerlegt hat. Wir wissen zwar, welche Ersatzteile wir brauchen, aber nicht, wo wir sie besorgen können. Am Ende des Tages entscheiden wir, zurück nach Lagos zu fahren. Die Familie, bei der wir schon einmal übernachten durften, konnte einen Abschleppdienst organisieren, der den Defender zurückbringt. Okay, er hat jetzt hier vorne so eine Stange dran geschweißt, dass der Reifen nicht mehr runter geht. Und jetzt dreht sich das Rad, das wird sich ultra schäbig anhören, aber es muss ja nur auf den Abschleppwagen. Kein Problem, kann man noch gleich weiter. Das ist easy. Jetzt rutscht der unten immer weiter raus. Das Auto ist drauf, das Rad ist noch nicht abgefallen. Das war echt sehr, sehr creepy gerade. Oh Mann. Ich bin voll am Zittern, ne? Es war schlimmer als der Unfall gestern eigentlich. Sich hier anzuschauen, wie das da hochgeht. Guten Morgen. Wir sind heute um 5:30 Uhr aufgestanden, weil wir nämlich bis nach Lagos fahren wollen. Und ja, die Sonne geht gleich auf und wir sind fast schon ready. Good morning, are we ready? Yay! Lagos, yay! Also wir haben 400 Kilometer Fahrt vor uns. Um hierher zu kommen, haben wir 2 Tage gebraucht. Was wir jetzt versuchen ist, an einem Tag runter nach Lagos zu fahren. Also das Navi sagt, wir kommen um 13:30 Uhr planmäßig an. Ich möchte jetzt gerne eine Runde Wetten abschließen. Was glaubt ihr, wann kommen wir an? 16:45 Uhr. 16:45 Uhr. Was sagst du, Nadja? Ja, dann sage ich 16:15 Uhr an. 16:15 Uhr, Merlin? Dann sag ich 17:29 Uhr. Okay, dann sag ich morgen um 2. Weil natürlich gilt immer noch nach wie vor die Regel, dass wir nicht im Dunkeln fahren. Und wenn es halt zu spät wird, dann müssen wir irgendwo anders pennen. Warte mal, morgen um 2 oder um 14 Uhr? Ja, um 14 Uhr. Good morning, sir. How are you? Yeah, you wanna come with sorry, us? already full. We go to Lagos. You wanna come? Yes, then hop on. Okay. Have a good day. Bye. Lotta. Lotta, was machst du da? Good morning. How are you? How are you? Yeah, that's nice. Oh, it's good. It's a good road. Thank you. Have a good day. Bye. Good morning, sir. How are you? Thank you. Oh, we're from Germany. Gute Frage. Im Stau. Und zwar, weil Google mal wieder eine ganz tolle Idee hatte und uns eine tolle Abkürzung führen wollte.
Und jetzt sind wir einfach mitten durch so eine Stadt gefahren und stehen hier irgendwo auf dem Markt im Stau. Yeah! Wie ist die Stimmung da hinten? Heiß, aber gut. Heiß, aber gut. Heiße Stimmung auf der Rennbahn. Okay, ich glaube, wir haben den Grund für den Stau rausgefunden. Hier ist irgendwie so ein großer Umzug. Irgend so ein Marsch. Und die haben alle die gleichen Kleider an. Und hier wird getrommelt und die blockieren halt die halbe Straße. Aber ich glaube, wir sind jetzt gleich vorbei. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Dann sind wir los, 6:30, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Also über, oh, wir sind schon 5 Stunden unterwegs. Hä? Das heißt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte, glaube ich. Aber die Straße, die jetzt kommt, ist ein bisschen besser. Und ja. Wir sind jetzt am Stadtrand von Lagos und stehen natürlich direkt im Stau und es ist echt a lot, dieser Verkehr hier, und auch ganz schön anstrengend, weil sich alle immer durcheinander quetschen. Viele Leuten ist es, glaube ich, auch egal, ob sie ihr Auto irgendwie eindellen oder gegeneinander fahren. Uns ist es jetzt nicht unbedingt egal und das ist schon ein bisschen nervig. Es wird halt konstant gehupt, aber ich habe das Gefühl, dass die Hupe hier so inflationär genutzt wird, dass es halt dann auch nichts mehr bringt. Welcome to Lagos! Again! Made it! Yay! Wie war die Fahrt? Habt ihr es gut überstanden? Ja, doch. Bisschen heiß. Sehr heiß. Ich finde es krass, dass wir es anstrengend, an aber einem es ging Tag schnell. geschafft haben. Also, Ja. wer hat die Wette gewonnen? Nadja. Nadja, herzlichen weiß. Glückwunsch. Danke. Dafür kriegst du Popcorn. There he is. Na, welcome back. Long time no Wie see. lange waren wir jetzt weg? 3 Tage? Wir waren ja allein 3 Tage oder 4 Tage. 4 Wann Nächte. sind wir losgefahren? Am Montag. Ja. Heute ist Freitag. Ja, 4 Nächte. 4 Nächte. Es war halt auch sehr schön hier. Geil. Darf ich raus? Ja, du geh einfach an dir vorbei. Und schon sind wir wieder da gelandet, wo wir diese Woche angefangen haben. Und das, was jetzt passiert ist, hat einfach genau gezeigt, warum man diese Tour hier nicht alleine machen sollte. Weil es eben halt doch gefährlich ist. Und wenn die beiden jetzt alleine liegen geblieben wären, dann wäre das echt eine ganz, ganz andere Situation gewesen. Und deshalb sind wir jetzt auch wieder zurückgekommen, weil wir gesagt haben, wir machen das zusammen und man ist ja aufeinander angewiesen. Deshalb versuchen wir jetzt zusammen dieses Auto wieder in Stand zu setzen. Am Ende ist es halt die Panne vom Defender auch ein bisschen unsere Panne, weil ja, wir eben als Team hier weiterfahren wollen. Jetzt hoffen wir, dass wir es möglichst schnell repariert bekommen. Ich hoffe, es dauert 2 Tage und nicht 2 Wochen und dann versuchen wir es nochmal. Und das heißt, bis dahin sehen wir euch in 2 Wochen wieder. Macht's gut.